Wie oft sehne ich mich so sehr, auf einer dunklen Geige der Natur vorklagend über diese Höhen wandern zu können. Ach, warum hat mir das Schicksal diese Kunst verschlossen? Aber ich stürbe drin, ganz gewiss, genau wie in der Liebessehnsucht, wäre sie nie erfüllt worden. Oder in der Malerei, wenn man nicht selber malte. Franz Marc im Jahr 1906. Der 26-jährige Künstler findet in seiner Heimat am Fuß der Bayerischen Alpen zur Tiermalerei. Doch noch immer ist er auf der Suche nach einer eigenen Handschrift. Das abgebrochene Kunststudium, nur wenige Werke und Geldnöte. Immer wieder plagen Marc Zweifel. So sucht er nach einer religiösen Zugehörigkeit, zunächst im Christentum und später im Buddhismus. Seine Zerrissenheit, der Hang zur Melancholie, die Ängste, all das spiegelt sich in Marcs Leben und Werk wider. Und aus dieser Not heraus mitunter hat Franz Marc auch den Kontakt zu Menschen gesucht. Das sieht man auf der einen Seite bei seinen frühen Beziehungen zu Frauen. Andererseits aber war er in Bezug auf Männer, Kollegen, ein außerordentlich bindungsfähiger Mensch, sehr teamorientiert. So die Publizistin und Franz-Marc-Kennerin Brigitte Rosbeck. 1911 trifft Marc auf Wassili Kandinsky. Zusammen bringen sie die Kunstschrift Almanach heraus, den Blauen Reiter. Als Redakteure veranstalten sie Ausstellungen, doch ist der Blaue Reiter nicht, wie häufig dargestellt, eine Bewegung oder gar Künstlergruppe, bekräftigt Rosbeck. Es ist eine Marketingstrategie, die unter dem Namen Blauer Reiter geführt wird. Franz Marc ist von der Idee, die moderne Kunst in Deutschland zu etablieren, zutiefst überzeugt. Ihm fällt es leicht, Kontakte zu Menschen herzustellen. Er geht zu den Galeristen, er knüpft die Verbindungen. Also er ist der geborene Netzwerker. Längst nicht alle sind von der neuen Kunst so überzeugt wie Franz Marc. Aber man kann deswegen doch nicht das Malen aufstecken, weil man um 50 oder 100 Jahre zu früh auf diesen Planeten geraten ist. Wenn man das könnte, den Kopf unter die Decke stecken, für 100 Jahre und dann von vorn anfangen. Sinniert Marc 1912. Doch wie würde die Kulturkritik dann auf eines seiner bekanntesten Bilder, etwa den Turm der blauen Pferde, reagieren? Heute in einem sehr pluralistischen Zeitalter technischer Reproduktionen wäre das Bild vermutlich nicht so exklusiv angenommen worden. Zur damaligen Zeit jedoch war die artifizielle Farbgebung eine Revolution. Die Idee einer völlig neuen Kunst der Abstraktion teilt Marc ebenso mit Kandinsky wie seine Vorliebe für die Farbe Blau und für Pferde, erklärt die Blaue Reiter-Kuratorin Dr. Annegret Hoberg vom Lehmbachhaus in München. Ein ganz wichtiges Schlüsselbild ist das Blaue Pferd 1 vom Mai 1911, wo man sieht, wie die Impulse von Kandinsky auf Marc gewirkt haben. Bei Franz Marc kann man sehr gut erkennen, dass die Erneuerungen der gleichzeitigen Avantgarde wie Futurismus und Orphismus von Robert Delaunay und die Abstraktion Kandinskys wiederum, wie er diese Elemente eingearbeitet hat in seine Kunst, um diese Verlebendigung und diese sehr ausstrahlungshaften Tierbilder zu schaffen. Beide haben so um 1913 die Erwartung einer gewissen Apokalypse gehabt. Die Ausstellung Franz Marc zwischen Utopie und Apokalypse, das arme Land Tirol, im Franz-Marc-Museum in Kochel zeigt, dass die düstere Atmosphäre, die zerbrochenen Formen, die Utopie einer neuen Welt vorwegnehmen. Politische Symbole wie Grenzpfosten sind heute wieder aktuell. Der Rückfall in nationalistische Positionen, Grenzen, die Abkehr von der Idee eines vereinten Europas. Doch wie kommt es, dass ein naturverbundener, unpolitischer und friedliebender Mensch wie Franz Marc den Krieg befürwortet? Gegen Frankreich, das Herkunftsland seiner Mutter, in dem er die neue Kunst für sich entdeckt. Franz Marc, wie viele Zeitgenossen ein Friedrich-Nietzsche-Verehrer, ist der wilhelminischen Zeit überdrüssig, lehnt die ökonomischen Zwänge, die opportune Rationalität ab. Er begrüßt den Krieg nicht als Patriot, sondern im Glauben an seine reinigende Wirkung, an eine Wende. Noch ahnt er nichts von der wachsenden Zerstörung globaler Lebensräume für Tier und Umwelt. In dieser Hinsicht kann Marc heute als moralische Instanz entdeckt werden. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Viele seiner Künstlerfreunde müssen ins Exil gehen, darunter Marianne von Werefkin, Alexei von Jawlensky, Wassili Kandinsky, sogenannte Feindstaatenausländer. Marc nimmt Abschied mit den Worten: Nun wird es wirklich ernst. Auch ich werde den Pinsel mit der Kanone vertauschen. Er fertigt noch Skizzen an, eine Vorstufe zur Zeichenkunst des neuen Jahrhunderts, die seine, Zitat, Sehnsucht zum Abstrakten zur reinen Linie ausdrücken.
Mehr ist im Stellungskrieg nicht möglich. Ein Kriegsheld ist Mark jedoch nicht, ebenso wenig wie ein Kriegsfreiwilliger oder gar kriegsbegeistert, wie häufig angenommen wird. Es gibt tatsächlich sehr interessante Briefe an die Mutter, an Sophie Mark oder an den Galeristen Herbert Walden, die sehr viel deutlicher vom Grauen und Schrecken des Krieges erzählen, als die Briefe, die er an Maria geschrieben hat. Dadurch, dass in der Briefwechsel teilweise, also die Briefe aus dem Felde an Maria Mark veröffentlicht sind, schon seit den 20er Jahren, hat man eben dieses Bild von seinem Dasein im Feld. Aber ganz eindeutig hat er auch versucht, seine Ehefrau zu schonen. Erzählt Hoberg. Spätestens mit der traurigen Nachricht über den Tod seines engen Freundes August Macke erkennt Mark seine Gewissensverfehlung. Unwiederbringlich vernichtet der Krieg die von ihm protegierte Individualität, wie er im nie gedruckten Nachruf auf Macke 1914 festhält. Im Kriege sind wir alle gleich, aber unter 1000 Braven trifft eine Kugel einen Unersetzlichen. Jeder zieht seine eigene Bahn, und wo wir uns begegnen werden, wird er immer fehlen. Er hat von uns allen der Farbe den hellsten und reinsten Klang gegeben, so klar und hell, als sein ganzes Wesen war. Der gierige Krieg ist um einen Heldentod reicher, aber die deutsche Kunst ist um einen Helden ärmer geworden. Marks Verzweiflung wächst. Er durchlebt Traumata, sieht in einem Soldatenzug Dantes Inferno. Im Dezember 1915 schreibt er, dass der Krieg einer Hydra gleiche. Je mehr Köpfe man ihr abschlage, desto mehr wüchsen nach. Der Krieg wird immer größer statt kleiner. Und das alles, so seine bittere Erkenntnis, um nichts. Im Februar 1916 sieht Mark seinem Tod entgegen. Heute würde ich ihn sehr wehmütig und bitter begrüßen. Nicht aus Angst oder Unruhe vor ihm, sondern weil ich ein halbfertiges Werk liegen habe, das fertig zu führen mein ganzes Sinnen ist. In meinen ungemalten Bildern steckt mein ganzer Lebenswille. Zerrissenheit zwischen Hoffnung und Resignation. Franz Mark fällt am 4. März 1916 im Alter von 36 Jahren, als ihn in Verdun ein Granatsplitter tödlich in den Kopf trifft.